Herzlich willkommen, liebe Grillfreunde. Heute gibt es bei uns wieder was Unsagbares Leckeres, nämlich eines meiner Lieblingsgerichte, Chili con Carne. Wenn ihr sehen wollt, wie wir es gemacht haben, dann heißt es für euch dranbleiben. Viel Spaß dabei. Freunde, ihr habt ja vorhin schon gehört, heute gibt es Chili con Carne und die ganzen Zutaten stehen da unten und die schauen wir uns jetzt mal an. Das wären zum einen Rind- und Schweinefleisch ist das. Das haben wir von Hand gehackt, mariniert, vakuumiert und jetzt verwenden wir das als Chili con Carne, weil Chili con Carne ist ja eigentlich kein gewolftes Fleisch, sondern von Hand geschnittene Würfel. Des Weiteren braucht man ein wenig Butterschmalz, das sind Tomaten, gestückelt. Ich brauche Paprika, rote Bohnen, Lauchzwiebel, Frühlingszwiebel nennt man das glaube ich auch noch, bisschen Mais, bisschen Zwiebel, Tomatenmark, ein Rotwein, am besten den ihr auch gerne trinkt und dann Heinz Ketchup, typisch amerikanisch. Ja. Und jetzt würde ich sagen, mehr gibt es hier nicht zu sehen, doch eins noch, Bacon, mit Bacon wird alles besser, das zeige ich euch nachher dann noch. Und wie gesagt, wir gehen an den Gasgrill, da steht unser FT6 schon die ganze Zeit und der wird es inzwischen auch warm sein. Ja, wir sind mal wieder an unserem Gasgrill, weil es draußen wieder extrem windig ist. Und da ist unser FT6. Öffnen wir mal das Deckelchen. Ein wenig Butterschmalz dazu. Ein paar Flöckchen. Mehr brauchen wir erstmal nicht. Wir lassen es noch ein bisschen. Ich merke gerade, so richtig heiß ist er noch nicht. Und deswegen 2-3 Minuten lassen wir das Ganze noch aufwärmen und dann geht schon los mit dem Anbraten. So, das Töpfchen wird jetzt heiß genug sein. Da kommt unser Fleisch. Boah, ist doch eine ganz schöne Menge. Schön verteilen das Ganze. Brat das Ganze schön an und dann hole ich euch beim nächsten Schritt natürlich wieder mit dazu. So, wir schauen nochmal nach und ja, es wird Zeit, dass wir die Zwiebeln mit dazu tun. Dann können die noch ein bisschen mit anbraten. Ihr seht, ihr müsst ja nicht so fein schneiden, weil das wird dann nachher alles noch ein bisschen geschmort. Und ihr seht so, wie hier windig ist. Gell? Also deswegen mit Kohlebefeuerung weiß ich nicht, ob das funktioniert hätte. Zumindest duftet es echt gut. So, Deckel wieder zu. So, wir schauen mal wieder nach. Und ja, das fängt schon schön an wieder zu brutzeln. Vorhin war ein bisschen Flüssigkeit drin, zwar nicht viel, aber jetzt ist genau richtig. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir auch den Bacon dazu tun. Der bringt auch noch schön Geschmack dazu. Und was ich gleich dazu mache, ist natürlich Tomatenmark. Gut, 2 Esslöffel voll reicht. Das lassen wir jetzt schön mit angehen. Ich habe das schon oft genug erklärt, durch die Anbraterei verliert zum einen das Tomatenmark ein wenig der Säure. Zum Zweiten gibt es einen schönen Glanz. Und was da noch mit dazu kommt, ist ein bisschen brauner Zucker. Da wirken wir dann gegen die restliche Säure vom Tomatenmark und den Vorteil, es karamellisiert. Und da habt ihr wirklich einen schönen Geschmack dann in eurem Chili con Carne. Das Deckel wieder zu. So, wir schauen mal wieder drunter und ja, genau so soll es aussehen. Jetzt wird es Zeit, dass man das Ganze mal ablöscht. Ich nehme hier einen Schuss von meinem Rotwein. Dann kommt noch ein Schuss Cola mit dazu. Das Ganze lassen wir jetzt einreduzieren. Und wenn das einreduziert ist, dann kommen die Tomaten dazu, Deckelchen wieder zu. Wir schauen nochmal nach. Die Flüssigkeit ist soweit reduziert. So soll es sein. Jetzt kommen zum einen die Stückchen Tomaten dazu. Die habe ich hier. Dann kommt noch ein guter Schuss Cola mit dazu. Ich denke, ich werde noch ein bisschen Gemüsebrühe benötigen, weil das ist doch ziemlich kompakt, das Ganze. Ach, ich habe was Wichtiges, habe ich eigentlich vergessen. Leute, Heinz Ketchup. Darf natürlich ja auch nicht fehlen. Da machen wir einen guten Schwung mit dazu.
Und da wird es natürlich noch kompakter, ganz klar. Und deswegen brauche ich noch gute 300 ml Minimum Gemüsebrühe. So, das lassen wir jetzt erst mal aufkochen. Und dann geht es mit dem nächsten Schritt weiter. So gute 20 Minuten sind ins Land gezogen. Ich habe da auch noch mal den Deckel drauf gemacht. Dann kocht es einfach besser und schneller. Und wir schauen mal drunter gemeinsam. Und ja, sieht doch recht gut aus. Ist schon ein bisschen eingekocht, so wie es eigentlich sein soll. Jetzt probieren wir das alles nochmal. Fleisch ist weich. Was fehlt, ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Schärfe. Aber unser Paprika kommt schon mal dazu. Der braucht ja nicht lang. Unsere rote Bohnen tun wir auch gleich mit rein. Mais. Gut, wem es jetzt natürlich zu dick wird, der füllt einfach noch ein bisschen Brühe mit dazu. Wir schauen uns mal das Ganze nachher an, ob man da vielleicht noch ein bisschen Brühe benötigt. Jetzt schärfen wir gleich mal ein bisschen. Wir haben da so ein Paprika-Gewürz, das ist vom türkischen Supermarkt. Das hat auch so eine gewisse Schärfe. Machen wir noch ein bisschen was rein. Gut, nicht so viel. Dann machen wir noch ein wenig Salz dazu. Das benötigt es natürlich auch noch. Wir probieren es einfach mal. So, und dann haben wir hier noch, was haben wir denn hier Gutes? Aber vorsichtig. Red Chili Mix haben wir hier. Schaut mal aus der Mühle. Dann drehen wir mal da ein, zwei Umdrehungen rein. Und noch ein paar Umdrehungen Pfeffer aus der Mühle. Gut. Rühren wir mal kurz durch. Ich glaube ein bisschen Brühe. Ja, könnt ihr vertragen. Ja. Haben wir noch einen Schuss Brühe. Müsst ihr halt aufpassen, dass ihr nicht zu viel reinmacht, weil das soll ja keine Suppe werden. Aber ich glaube, so ist von der Konsistenz, finde ich es jetzt ganz gut. Jetzt lassen wir das Ganze noch schön kochen. Ich denke so, was ja das brauchen zwischen 5 und 10 Minuten noch. Wir lassen es nochmal aufkochen und dann probieren wir nochmal. Deckel machen wir wieder drauf. Dann hole ich euch wieder dazu, wenn wir fertig sind. Genau 10 Minuten später schauen wir wieder rein ins Töpfchen. Und ja, köchelt schön vor sich hin. Wir schauen uns mal die Konsistenz an. Auch die ist richtig, richtig gut. Genauso wie ich es mir vorgestellt habe, so ist es geworden. Jetzt kommt zum Schluss unsere Frühlingszwiebeln mit dazu. Was ihr da natürlich gleich machen könnt, ist den Brenner ausschalten, weil das muss nicht mehr kochen, das ist fertig. Jetzt heben wir das nur noch drunter. So, und voilà, unser Chili con Carne ist fertig. Ich werde es jetzt gleich probieren und dann gibt es noch ein Abschlussfazit. So Freunde, wir sind am Ende des Videos angelangt. Hier habe ich mein leckeres Chili con Carne. Da probieren wir es einfach mal auf euch. Also, ich finde, wenn man das Fleisch selber zusammenschneidet, ob das größere Würfel schneidet oder kleinere, das bleibt euch überlassen, aber es ist ein ganz anderes Mundgefühl und ich glaube, so ist ziemlich original. Gut, fehlt noch ein bisschen Schokolade, wollte ich jetzt aber keine reinmachen, weil ich habe schon Cola rein, nicht dass das süß wird. Die Schärfe ist natürlich richtig gut, schmeckt mir richtig gut. Die Schärfe müsst ihr natürlich anpassen, so wie es ihr gerne habt. Aber die gesamte Kombi, richtig lecker. Müsst ihr auf jeden Fall mal ausprobieren. Lohnt sich auf jeden Fall. Ist auch ein schnelles Gericht, habe ich jetzt schnell nach der Arbeit gemacht. Geht rucki zucki. 1,5 Stunden mit Vorbereitung, zack, boom, fertig. Schmeckt hervorragend, Leute. Wenn es euch gefallen hat und ihr noch kein Abonnent unseres Kanals seid, könnt ihr das jetzt gerne nachholen. Und Kommentare haut sie unten rein, ob es euch gefällt. Und wenn das nachmacht, Freunde, unten reinschreiben, würde es eigentlich auch freuen. Und bis zum nächsten Video. Ich bin raus. Euer Thomas. Ciao, ciao.